Ja, meine lieben Freundinnen und Freunde der heutigen Episode 10 widmen wir das Thema Wetter und Kunden. Einerseits mit der Frage, sind Kunden und Wetter immer unkalkulierbar? Auf der anderen Seite aber auch, was können wir aus dem Wetter für die Segmentierungen lernen? Und steigen wir mal ein mit dem Thema, nicht jeder, aber doch die Älteren von uns kennen noch diesen sogenannten Anchorman, den Uli Wickert, der immer die Tagesthemen beendete mit dem Satz oder die letzte Ankündigung gemacht hat. Und jetzt das Wetter. Dafür war er weltberühmt. Und wir alle wissen, das Wetter ist trotz immer besser werdender Vorhersagen doch immer noch sehr bedingt vorhersehbar. Wir hatten ja dieses Jahr auch dieses sehr dramatische Unwetter. Insofern auch da diskutiert man ja, hätte man das früher erkennen können? Ja, sicherlich auch, aber dennoch, es ist trotz immer besserer Prognosen immer noch relativ schwierig, sehr genau in welchen Gegenden das dann stattfindet, vorherzusagen. Also das Wetter ändert sich, so sagen viele, häufiger als früher. Ich glaube, das spüren wir alle und deswegen, und das ist jetzt schon mal das Erste auch von der Parallele, deswegen müssen wir auch viel öfters die Kleidung wechseln. Und das ist ja auch wichtig. Also je nachdem, wie das Wetter ist, müssen wir, also ist auch wie die Kunden sozusagen, sich verändern, müssen wir auch unterschiedliche Kommunikation pflegen, auch unterschiedliche Begrifflichkeiten pflegen, andere Schlagworte nutzen, auch andere Sprachen, Geschwindigkeiten, andere Bilder nutzen, damit man uns versteht. Also von daher, je nach Lage, je nach Situation gilt es entsprechend, diese Kommunikation auch anzupassen. Nochmal kurz zurück zum Wetter. Ja, natürlich, wir spüren alle diese Klimaveränderungen und ich bin ja hier in einer Weinbaugegend. Da werden jetzt explizit zum Beispiel pilzresistente Sorten gezüchtet. Man spürt an gewissen Mikroklimata, dass da einfach die Weine an der einen oder anderen Stelle besser oder reifer werden. In Lagen, wo früher kein Rotwein oder wenig Rotwein angebaut wurde, wächst jetzt sehr, sehr guter Rotwein. Und da, wo früher sehr, sehr guter Rotwein angebaut wird, hat man Probleme mit viel zu viel Alkohol im Wein. Und das ist natürlich dann auch ein Zeichen der Wetter- oder Klimaveränderung, beziehungsweise zum einen der Klimaveränderung, aber auch manchmal der Wetterveränderung. Denn in Spanien, Italien oder Frankreich, wo eben die klassischen Rotweinlagen sind oder waren, die spüren das jetzt gewaltig. Und ich kenne einen Winzer, der seit 40 Jahren in Spanien anbaut, der kommt hier aus Korb. Und der hat aber in der Lage begonnen, seine Weine anzubauen, wo früher quasi die Kollegen aus Spanien gesagt haben, na, du spinnst ja, in der Gegend wächst ja eigentlich keiner. Und mittlerweile ist er in der Gegend, wo klimatisch perfekt geeignet ist zum Weinbau und eben die bisherigen traditionellen Weinbaugegenden leiden jetzt eben an dieser klimatischen Veränderung. Deshalb ist es mehr denn je wichtig, auch regional oder mikrogeografisch zu denken und auch zu segmentieren. Also wie verändert sich eben jetzt die Klimaverhältnisse oder eben wie sind Ihre Kunden regional verteilt, also Art Gebietsaufteilung, aber auch Stadt-Land-Dichte oder eben Einzugsgebietssituationen sind da natürlich eine ganz wichtige Fragestellung, die man da berücksichtigen sollte. Das Wetter und die Kunden immer weniger kalkulierbar war ja der zweite Teil dieser Geschichte. Ich lese in Zeitungen oder Zeitschriften oder auch in Kommentaren in Social Media immer ganz gerne. Und da kommt dann immer ein Satz, wo ich dann hängen bleibe oder ein Statement, ja, der Kunde verändert sich. Da kriege ich immer ein bisschen Pickel oder geht eine rote Lampe an und da sage ich immer, hey, es gibt nicht den einen Kunden, sondern es gibt meistens sehr unterschiedliche Kundengruppen und das weiß auch jeder, aber irgendwo wird plakativ immer gesagt, der Kunde verändert sich und das stimmt leider, glaube ich, gar nicht. Ja, natürlich verändert sich gewisse Kundenverhalten, aber auf der anderen Seite wissen wir auch eins, wenn Sie dem Kunden gewisse
ja, Traditionen, aber auch Rituale beibehalten und die auch pflegen oder auch entsprechend ihm ja, ihre Treue immer wieder bekunden oder wie sagt man in der Blumensprache so schön liebevoll vernachlässigen, dann bleiben ihnen die Kundinnen und Kunden auch treu. Da verzeihen die ihnen sogar auch mal den einen oder anderen Wetterwechsel, aber ja, oder auch Stimmungswechsel. Aber eins ist ganz klar, ich beobachte das seit 30 Jahren, ich mache seit über 30 Jahren Kundengewinnung und Kundenbindung, aber vor allem Kundenbindung. Und hier merke ich immer wieder, es ist nicht zwingend unbedingt der Kunde, der die Veränderungen herbeiführt, zwingend und diese auch herbeiführen möchte, sondern der Kunde würde lieber treu bleiben, mehrheitlich, oder beziehungsweise einige Kundengruppen würden lieber treu bleiben, aber sie werden auf der anderen Seite auch oft gezwungen, sich zu verändern, weil eben das Unternehmen, wir uns verändern. Also das ist nicht eben der Kunde, der sich verändert, sondern wir spüren manchmal die Veränderung nicht, die wir selber beitragen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die oft nicht so gerne gehört wird, aber letztendlich, wie gesagt, man sollte sich da auch mal aus der Vogelperspektive mal beobachten lassen, also so Magic Shopping mal machen oder Mystery Shopping und da mal andere drauf gucken zu lassen, ob man wirklich selber alles gut macht, damit Treue entsteht, dass Loyalität entsteht. Und deswegen an der Stelle ja doch, ich würde mal sagen, das Wetter ist immer besser vorhersehbar, auch die Kundenverhalten sind vorhersehbar und dass die Ansprüche sich manchmal ändern, das ist völlig normal. Also Fazit an dieser Stelle, achten Sie also im Sinne der Natur auf Ihre Lagen, also auf Ihre Mikroklimata, beziehungsweise achten Sie auch auf Ihre Regionen, im Stadt-Land habe ich gesagt, oder in Gebirgslage versus Flachland oder Meer oder im Süden oder Norden. Wo wohnen die Regionen? Und eben natürlich ist nicht jede Region gleich zu behandeln, auch die unterschiedlichen Kulturen gilt es zu bedenken. Und deswegen ist auch hier Agilität einerseits ein ganz, ganz wichtiges Zauberwort, aber auch gerade in der Internationalisierung ist es ganz wichtig, dass man den Filialen und Niederlassungen in den einzelnen Gegenden, auch ausländischen Gegenden, dann sagt, ihr habt da die Hoheit, weil ihr kennt die Kultur und das ist auch beim Thema Adressqualität zum Beispiel ganz wichtig. Es gibt einfach Dinge, die kann man nur vor Ort besser beurteilen als die Zentrale und deswegen muss man eventuell auch Freiheiten geben. Freiheit zur Entscheidung, aber auch Freiheit, diese Dinge nach eigenem Gusto zu beackern und am Ende klar, über Ziele führt man und Ziele steuert man, aber letztendlich wie das Ziel erreicht wird, ist manchmal eben in Polen ein anderes wie in Tschechien, Schrägstrich in Belgien, ein anderes wie in Holland oder eben Italien und Spanien auch durchaus unterschiedlich. Und das zweite Zauberwort neben der Agilität und der Anpassung, wir hatten ja schon in der ersten Episode das Thema Adaption, gehören die Begriffe personalisieren und individualisieren. Also nicht alle gleich behandeln nach der Gießkanne, was ja auch schon wieder ein Wetterthema ist, sondern möglichst personalisieren, individualisieren, differenzieren. Dann spüren die Kunden auch eine gefühlte Nähe, eine besondere Wertschätzung und dann sind sie auch kalkulierbar und werden treu bleiben. Ja, das war die heutige Episode und von daher vielen Dank fürs Zuhören und ja, alles Gute.